Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Software Engineering. Heute geht es weiter mit den Architekturstilen und heute wollen wir uns die Pipeline ein bisschen genauer angucken. Die Pipeline ist ja genau das, was es eben heißt, also Pipeline zu Deutsch Fließband, ist im Endeffekt genau das. Man hat einfach nur mehrere Layer von Verarbeitungsstufen sozusagen, wo Daten irgendwie verarbeitet werden und jede Schicht, also jedes Layer im Endeffekt, arbeitet völlig unabhängig von dem Layer davor. Also es braucht natürlich den Input von dem Layer davor, also Layer 2 muss wissen, was Layer 1 hatte, aber, oder Layer 1 ausgespuckt hat, besser gesagt, aber es braucht keinerlei mehr Informationen von Layer 1. Und das ist ziemlich cool, weil man da nämlich sehr, sehr stark optimieren kann. Das heißt, wenn ihr irgendwelche enorm rechenintensiven Prozesse habt, ist eine Pipeline super gut. Ich nehme jetzt mal als Beispiel hier Zippen. Das heißt, irgendwelche Daten komprimieren oder auch entpacken, also beide Richtungen, entpacken oder packen, ist eigentlich ein Fließbandprozess. Das bedeutet, ihr könnt da wirklich mehrere Stufen sozusagen von Verarbeitung autonom machen. Das heißt aber auch, jede Stufe braucht ihren eigenen Puffer. Und den habe ich ja auch mal eingezeichnet in etwas dunklerem Grau. Ja, das heißt, wenn eine Schicht sozusagen irgendwas verarbeitet, schreibt sie es in der Puffer von Stufe 2. Und dann, wenn sie fertig ist, schreibt sie halt irgendwie, hey, Stufe 2, hier hast du den nächsten Punkt sozusagen oder hast du deine nächsten Daten und dann fängt die Stufe 2 an zu arbeiten und dann gibt die eben sozusagen Puffer, also schiebt die ganzen Daten verarbeitet in den Puffer für Stufe 3 und so weiter und so fort. Kann man so viele Stufen wie möglich oder wie man möchte machen. Das Ganze wird halt sehr effizient, wenn man wirklich Multithreading hier betreibt. Das bedeutet, wir haben hier ich habe jetzt einfach mal 4 Datenblöcke sozusagen reingepackt. Und ja, am Anfang kann man logischerweise nur, wo ist meine Maus? Meine Maus, jetzt. Am Anfang kann man natürlich hier nur dieses Datenpaket 1 verarbeiten, weil ja, ich habe noch nichts im Puffer für Layer 2 drin, das heißt Layer 2 kann auch irgendwie nichts verarbeiten. So, und ich habe jetzt hier einfach mal ein Layer 0 irgendwie angenommen, was halt immer diese Daten hier weiterschickt. So, das heißt, direkt der erste Block wird hier verarbeitet und in den Puffer für Stufe 1 reingeschrieben. Anschließend wird hier der zweite Block direkt hier reingeschrieben in den Puffer für Stufe 1, aber während der zweite Block hier reingeschrieben wird, kann Stufe 1 schon anfangen, den Datenkram aus dem Puffer hier rauszunehmen und hier reinzuschreiben in den Puffer für Stufe 2. Anschließend kann natürlich hier Stufe 1 die Daten von Stufe 2 verarbeiten, das wäre dann das hier, während hier die Stufe 3 Daten hier reingeschrieben werden und Layer 2 kann die Stufe 1 Daten oder die D1 Daten hier verarbeiten. Layer 3 muss immer noch Pause machen, kann auch nichts machen, klar, aber es ist trotzdem natürlich effizienter, weil jetzt Layer 1 und Layer 2 und Layer 0 eigentlich auch noch arbeiten. Und natürlich dann am Ende Layer 0 arbeitet mit Daten 4, Layer 1 arbeitet für die Daten 3 und Layer 2 arbeitet mit den Daten 2 und Layer 3 arbeitet mit den Daten 1 hier. Klar, bis Layer 3 hier hinten fertig ist, dauert es noch ein bisschen, aber es ist trotzdem sehr, sehr effizient, weil man natürlich nicht warten muss, sozusagen Schicht 0 macht Daten 1, dann Daten 1, Daten 1, Daten 1 und dann erst fangen wir mit Daten 2 an. Nein, wir können sozusagen Daten 1, 2, 3 und 4 hier durch 3 Schichten gleichzeitig laufen lassen. Was natürlich deutlich, deutlich schneller ist und das Ganze muss man natürlich Multithreading machen, also das ist ganz klar. Das ist eine super Architektur, wenn man wie gesagt mehr Kerne hat. Vor allem, wie gesagt, ich finde das beste Beispiel immer noch irgendwie Zippen. Oder wenn man jetzt an die Unix Shell denkt, das geht tatsächlich auch. Die Unix Shell, also tatsächlich eine Linux Shell, funktioniert auch wunderbar. Und zwar gibt es da sogar die Pipeline, die ich eigentlich ganz gerne sogar benutze. Und zwar sagen wir einfach mal psuxww zum Beispiel, dann grep Python, dann sortieren oder sowas und dann haben wir hier eigentlich schon 3 Stufen. Wir schnappen uns erst alle Prozesse, dann suchen wir durch, also diese ganzen Prozesse, die wir haben, das wird alles in den Puffer reingeschrieben, dann suchen wir durch, welches davon Python beinhaltet und dann sortieren wir das Ganze. Und das ist eigentlich ziemlich cool, weil man damit natürlich auch sehr, sehr schnell dann seine Daten hat. Das heißt, während hier noch sortiert wird, werden die ganzen Daten hier reingeschrieben. Und ja, ich kann es euch ja einfach mal zeigen. Also es geht super schnell, ist ja klar, es ist ja auch nicht wirklich viel hier. Aber trotzdem, also ich meine, ja, So kann man eben eine Pipeline quasi direkt in Aktion sehen, ist eigentlich auch nur ein Beispiel. Aber trotzdem,
Coole Sache und ja, ich hoffe, sie gefällt euch auf jeden Fall die Architektur. Wie gesagt, für Multithreading super gut, für alles andere vielleicht muss man überlegen. Als Unterarchitektur kann man es sicher auf jeden Fall mal irgendwie benutzen. Okay, das war's von meiner Seite und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.